EasyTech erweitert sein Portfolio und legt mit den EasyTech Forte Pedalen nach. Alles zu den neuen Forte Load Cell Pedalen erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von EasyTech zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Das Unternehmen. EasyTech ist als Global Player in Sachen Wasserkühlungslösungen für Computersysteme Marktführer. Vor einigen Monaten hat EasyTech den Simracing-Markt mit hydraulischen EasyTech Invicta-Pedalen betreten. Das sehr ausführliche Review dazu findet ihr in meinem Kanal. Klickt bei Bedarf den Link rechts oben. EasyTech betreibt ein eigenes GT3-Team im echten Leben und von daher kommt der Bezug zum Simracing-Bereich. Weitere Produkte wie eine Direct Drive Wheelbase und andere Peripherie, die werden folgen. Doch heute geht's um die EasyTech Forte Pedale. Kapitel Nummer 2: Der Preis. Die Forte Simracing Pedals Brake and Throttle bietet EasyTech für 499 € inklusive Steuer in der EU und exklusive Versand an. Erweitert werden können Bremse und Gas mit dem Invicta Clutch System. In Zukunft wird es die Möglichkeit geben, das Forte Bremssystem mit dem hydraulischen Invicta System abzugraden. Kapitel Nummer 3: Der Lieferumfang. Das Gas- und Bremspedalset wird in einer sauberen Retail-Verpackung geliefert. Im Lieferumfang mit bei ist Befestigungsmaterial für die Montage am Rig, Werkzeug, eine Austauschfeder für das Gaspedal und 3 Elastomere, auf die wir später genauestens eingehen werden. Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel: Zusammenbau und Kompatibilität. Wenn ihr das optionale Clutch-System dazu kauft, dann gelingt die Montage in wenigen Sekunden. Wie dies funktioniert, das habe ich in dem vor einigen Wochen hochgeladenen EasyTech Invicta Review genauestens erklärt. Die EasyTech Forte Pedale sind über USB direkt am PC kompatibel. Eine Konsolenkompatibilität gibt es derzeit nicht. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die Montage über 4 gut 6 mm große Löcher mit den beiliegenden Inbusschrauben und Beilagscheiben und Muttern am Rig möglich. Das Lochbild entnehmt ihr der Homepage bzw. könnt ihr dort eine Bohrschablone herunterladen. In meinem Fall war die Montage mit dem derzeit eingesetzten Next Level Racing GT Elite Rig sehr schnell über die beiden Streben erledigt. Nächstes Kapitel: Die Software. Mit der RaceHub Software könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. Dies sehen wir uns am besten live an. Viel Spaß damit. Sehen wir uns das RaceHub Tool am besten live an. Ihr habt hier oben die Reiter Calibration, Pedal Maps und LED. Mit Calibration, da könnt ihr entsprechend eure Pedale kalibrieren. Das sieht folgendermaßen aus: Du drückst den Calibrate-Button und dann wählst du eine für dich maximale Bremspedalkraft, die für dich im Rennspielbetrieb okay ist. Beispielsweise ich drücke hier mit halbwegs kräftiger Pedalkraft das Pedal. Dies soll nun 100% Pedalkraft in-game anliegen. Ich lasse das Pedal aus, drücke auf Complete und dann seht ihr, je nachdem wie stark ich das Pedal drücke, bis zu meinem gewählten maximalen Druckpunkt, hier in der Anzeige im RaceHub Tool 100%. Ihr habt dann die Todzoneneinstellung 2%, 1%. Was bedeutet dies? Im Speziellen, wenn du es gewohnt bist, in-game den Fuß am Bremspedal aufliegen zu lassen und willst klarerweise auf der Geraden nicht, dass du mitbremst, dann ist die Todzoneneinstellung für dich äußerst wichtig. Du siehst, ich lege jetzt mal bewusst mein Bremspedalfuß hier am Pedal an und lasse diesen auf einer Geraden darauf ruhen. Und siehst, jetzt hätte ich 3% in-game Mitbremsen auf einer Geraden. Das will ich klarerweise vermeiden. Und hierzu ist eine Todzoneneinstellung, die könnte ich jetzt draufsetzen, hier beispielsweise auf 4%. Und du siehst, wenn ich jetzt meinen Fuß am Bremspedal anlege, in diesem Bereich, der so dunkelorange ausgegraut ist, hier habe ich in-game noch kein Signal. Das heißt, auch wenn ich meinen Fuß hier gemütlich drauflege, bremse ich in-game noch nicht mit. Erst über dieser Schwelle, über der Todzone, dann hast du einen Bremsinput am Bremspedal. Gleiches gilt dann für die Endlage. Hier kannst du auch sagen, ich möchte etwas von meiner gewählten Endlage weg. Setzt du die Endzone, die Todzone in der Endlage etwas nach unten, 4%, dann hast du quasi bei 96% deiner gewählten Kraft
hier 100% Ingame maximalen Ausschlag. Selbiges gilt dann klarerweise auch auf dem Gas. Wenn du es hier gewohnt bist, den Fuß etwas aufliegen zu lassen, kannst du vermeiden, während des Bremsvorganges noch etwas am Gas zu bleiben. Setz die Todzone etwas nach oben und du siehst sofort Ingame 0% Ausschlag. Nächster Reiter Pedal Maps. Das ist ein Feature, das habe ich euch bei dem Invicta Review genauestens erklärt. Du kannst hier Pedal Maps aktivieren, klickst hier auf Enable und wenn du sagst, beispielsweise am Gaspedal, hier hast du einen linearen Verlauf, wenn du das Gaspedal 50% des maximalen Ausschlags durchdrückst, bekommst du in-game 50% Gaspedal-Ausschlag quasi ins Spiel hinein. Das kannst du jetzt ändern, wenn du sagst, du wählst beispielsweise dieses Mapping, diese Kurve. Das würde jetzt bedeuten, du hast bei 50%, das ist auch hier auf der X-Achse erkennbar, 50% deines Pedal-Inputs, der ist im Spiel-Input dann nur bei etwa 30%. So ein Setting, so ein Mapping kann dann von Vorteil sein, wenn du auf einer regennassen Fahrbahn unterwegs bist und gerade zu Beginn einen sehr vorsichtigen Spiel-Input haben willst, um ein Durchdrehen der Räder beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve zu vermeiden. Jetzt hast du hier in den ersten 50-60% deines Inputs am Pedal nur in-game um die 30% anliegen. Das heißt, du gehst hiermit sehr vorsichtig zu Werke und erst dann, wenn du safe bist in Sachen durchdrehenden Rädern, werden die letzten 70% dann mit dem Rest des Pedalwegs generiert. Und der letzte Reiter ist der LED-Reiter. Ihr könnt die LEDs mit dem Lights On-Button bzw. Lights Off-Buttons ein- und ausschalten und entsprechend hier dieser Farbskala eine beliebige Beleuchtung je nach Wunsch passend zu eurem Setup wählen. Oder du drückst auf Reset Color, dann wird diese voreingestellte Farbe passend zu den orangen Applikationen der Forte-Pedale gewählt. Du kannst auch noch die Helligkeit der LEDs anpassen, dünkler, heller, ist in meinen Augen selbsterklärend. In the Pit, das bedeutet hier auf der linken Seite, seht ihr, es wird zukünftig Peripherie geben von EasyTech. Da wird irgendwann mal eine Direct Drive Wheelbase oder ein Lenkrad, was auch immer erscheinen. Das ist alles hier und heute noch Zukunftsmusik. Zurück vom Rig, weiter geht's mit den Pedaleinstellungen. An dieser Stelle hänge ich euch alle Einstellungsmöglichkeiten der Pedale live mit rein. Vieles davon wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr das EasyTech Invicta Review bereits gesehen habt. Viel Spaß damit. Gucken wir uns die Forte-Pedale in der Nahaufnahme an. Hier werdet ihr sehr viele Ähnlichkeiten zu den EasyTech Invicta Pedalen erkennen, da diese von der Konstruktion, vom Aufbau im Prinzip gleich sind. Das Einzige, das sich unterscheidet, ist wie bereits erwähnt dieser Zylinder, dieser Load-Cell-Zylinder. Welche Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr diese Dinger zusammenbaut? An der Unterseite seht ihr auch hier wieder dieses Kabel, mit dem ihr dann das Klatschkit verbindet über diesen Kabelkanal und mit den Bolzen, die ihr dann hier seitlich einstecken könnt, werden diese dann auch mechanisch miteinander verbunden. Ihr habt die Möglichkeiten, die Pedalplatten zu verstellen mit verschiedenen Lochbildern. Ich habe diese jetzt mal auf die höchste Position gesetzt, bei Gas und bei Bremse und auf die äußerste Position. Sprich, das ist der Abstand, den ihr maximal einstellen könnt, wenn ihr weiter mit den Pedalplatten auseinanderkommen wollt. Das resultiert dann Mitte auf Mitte gemessen um die 125 mm. Ihr seht vom Design der Pedalplatten verglichen mit den Invictas, ihr habt dieses etwas glattere Pedalplattendesign, das bei den Invicta Out of Box mit diesen sehr rauen, runden Ausprägungen daherkommt und entsprechend länglich und sehr glatt das Gaspedal. Hier sind wir bei 120 x 55 mm und bei dem Bremspedal habt ihr eine quadratische Form von 90, ungefähr 90 x 80 in etwa. Angesteckt werden die Pedale dann über diesen USB-C-Anschluss per Kabel direkt dann über USB an den PC. Die Verstellmöglichkeiten wiederum gleich wie bei den EasyTech Invicta Pedalen, frontseitig mit diesen Schrauben, Kontermuttern hier aufgemacht, und wenn ihr jetzt den Anstellwinkel eurer Pedale, sprich des Gaspedals, verändern wollt, hier die Kontermutter aufgeschraubt, die Stellschraube etwas hineingedreht und dann könnt ihr erkennen, dass die Ausgangslage des Gaspedals etwas nach hinten wandert. Das heißt,
Ihr habt einen Winkel über 90 Grad, beziehungsweise wenn ihr die Schraube dann wieder rausdreht, dann gleichermaßen seht ihr, dass der Anstellwinkel vom Gaspedal wieder in Richtung deiner Fahrerposition gelangt. Ich persönlich empfehle immer, etwa mit einem Anstellwinkel um die 90 Grad unterwegs zu sein. Das heißt ungefähr in diesem Bereich. Zieht den Pedalarm, die Stellschraube setzen, bis ihr einen Widerstand spürt. Und an diesem Punkt dann die Kontermutter festziehen. Und alles ist fixiert binnen Sekundenschnelle. Wie sieht es aus mit dem Federtausch? Auch das gleich wie damals bei den EasyTech Invicta Pedalen. Ihr könnt die Kontermutter und Schraube etwas lösen, um die Feder zu entlasten. Dann geht dieser Tausch etwas leichter vonstatten. Und hier dieser Clip, den ihr nach oben setzt, mit diesem damit verbundenen Bolzen ausfädelt. Ihr könnt die Feder etwas komprimieren, dann geht das etwas leichter. Und schon habt ihr diese ganze Aufnahme ausgefädelt. Das könnt ihr an dieser Stelle gut erkennen und könnt diesen Bolzen entnehmen, die Feder bei Bedarf tauschen und wiederum über diese Buchse zentriert einsetzen. Ihr seht, auch dieser Wechsel gelingt binnen weniger Sekunden. Verwendet bitte unbedingt nur die mit Messing verkleideten Löcher für die Zentrierung eurer Konstruktion. Nicht hier unten montieren, sondern immer hier. Dann setzt ihr wiederum diesen Zentrierbolzen ein. Achtet auf das Lochbild. Eingeschoben, runtergeklickt und der Wechsel beispielsweise der Feder ist erledigt. Am Gaspedal könnt ihr dann noch die Vorspannung verstellen. Das bedeutet nichts anderes, als wenn du jetzt hier in Richtung Federkompression deine Stellschraube verstellst, diese wiederum konterst. Das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass du aus der Initialphase, sprich aus der Ausgangslage deines Gaspedals, gleich mit etwas mehr Pedaldruck ans Gaspedal gehen willst. Das ist für dich dann von Vorteil, wenn du aus der Ausgangslage heraus bereits ein etwas kräftigeres Gaspedal am Start haben möchtest. Dann wirst du davon profitieren, dass du eben eine Federvorspannung hier an diese Konstruktion gibst. An der Unterseite des Pedalarms siehst du wieder die Hall-Sensoren-Technologie, unterseitig einen Magneten unter dieser Platte, hier oberseitig der Gegenpol und bei der Bewegung wird eben der Abstand zu deinem Pedalarm ermittelt und dieser dann berührungsfrei umgesetzt in ein elektrisches Signal, das wiederum den Input am Schluss in-game bereitstellt. Welche Möglichkeiten hast du nun auf dem Bremspedal? Hier wiederum die Ausgangslage verstellt, gleich wie beim Gaspedal. Ich glaube, das müssen wir nicht wiederholen. Und du kannst ebenso in Sekundenschnelle in diesem Fall deine Elastomere tauschen. Ich habe hier noch zwei Elastomere dabei, ein mittelstarkes und ein hartes Elastomer. Bei mir ist Default ein weißes Elastomer verbaut, das für die weicheste Softstage verantwortlich ist. Auch hier zeige ich euch jetzt nochmal diesen Mechanismus. Klippt die Feder auf, zieht den Zentrierbolzen seitlich raus und an dieser Stelle könnt ihr diesen Mechanismus bereits ausklippen. Jetzt habt ihr diesen Mechanismus folgendermaßen am Start mit dieser Schrauben-Kontermutter-Konfiguration und sehen wir uns jetzt das Innenleben an. Ihr habt hier so eine kleine Feder in der Mitte der Elastomere und das Elastomer selbst. Könnt ihr etwas leichter ausfädeln, wenn ihr das Pedal kippt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wie gesagt, 3 Elastomere. In weiterer Folge wird es dann 5 unterschiedliche Elastomere geben, mit denen ihr die Härte der Softstage bestimmen könnt. Sprich, je nachdem welches Elastomer du verbaust, umso mehr oder weniger Kraft benötigst du, um die Softstage zu überwinden bzw. dieses Elastomer vollständig zu komprimieren. Ihr seht, dieses Elastomer ist hier in diesem Metallzylinder gelagert und wenn dies komprimiert und auch auseinander gedrückt wird, gibt es einen mechanischen Endanschlag, der dann klarerweise verhindert, dass dieses Elastomer zu weit auseinander gepresst und am Ende vielleicht zerstört wird. Wenn wir in das Innenleben
dieses MLCPC-Zylinders von Asetek, so getauft, hineinblicken, dann sehen wir, ich hoffe, ich bekomme das auf die Cam, hier so eine kleine Kugel als Zentrierung für diese mini kleine Feder. Und diese wiederum drückt dann auf die innenseitig verbaute Load Cell. Das Ganze nochmal simpel zusammengebaut, die Feder in das Elastomer eingebracht, das Ganze eingesetzt. Und wenn dies alles sitzt, habt ihr hier in dieser Stange einen Hohlraum, in der klarerweise die Feder dann hineingleitet und dieser wiederum zentriert in das Elastomer eingesetzt wird. Du setzt das Ding wieder zusammen und wiederum etwas komprimieren. Auch hier gilt, verwende nur diese Bohrung mit der eingesetzten Messinghülse und nicht diese unteren Bohrungen, um deinen Zylinder zu fixieren. Komprimiere dieses Ding etwas, setze den Bolzen seitlich ein, dann macht es Klick, die Sicherung eingeklippt und der Tausch eines Elastomers wiederum in einigen Sekunden erledigt. Welche Möglichkeiten hast du auch hier? Du kannst wiederum eine Vorspannung aufs Elastomer geben. Das heißt, du drehst hier diese Stellschraube in Richtung Elastomer. Du setzt die Kontermutter diesbezüglich 1, 2, um dies zu fixieren. Und jetzt hast du in der Ausgangslage eine kräftigere Initialkraft, um dein Bremspedal zu betätigen. Kann von Vorteil sein, wenn du auf einer Geraden deinen Fuß immer relativ kräftig auf dem Bremspedal anliegen hast, dass du nicht gleich einen Input in-game bekommst. Alternativ kannst du das klarerweise mit der RaceHub Software über die Totzonen regeln. Finde hier den für dich geeigneten Mittelweg. Was ich nicht empfehle ist, wenn du hier zu weit in Richtung Pedalarm gehst, hier diese Stellschraube zu weit rausdrehst. Jetzt hast du absolut keinen Druck am Elastomer und du würdest jetzt merken, in der Ausgangsphase wird dies alles etwas wackelig und da hast du etwas Spiel drauf. Sprich, gib etwas, das siehst du hier jetzt an der Stellschraube, das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Du sollst in der Ausgangslage etwas Druck auf das Elastomer geben, zumindest minimal, damit dieses klar zentriert sitzt und nicht hier, dass diese Schraube hier herumwackelt. Hast du ein Spiel ins System, das willst du nicht. Etwas Vorspannung aufs Elastomer, diese ganze Sache mit den Kontermuttern setzen, die Sache ist erledigt. Was wir uns an dieser Stelle noch angucken, ist die von mir dann genau erklärte Hardstage. Du hast hier unterseitig dieser Konstruktion noch diesen großen eingelassenen Elastomerring. Dieser dann greift, wenn die Softstage mit den zylindrischen Elastomeren vollständig komprimiert wurde, du in Richtung Endanschlag gehst und dieser Endanschlag dann über die Konstruktion deine Hardstage simuliert. So ein ähnliches Gefühl, wie du dies bei den Hydraulikpedalen kennst, wo du ohne Weg eine Eingabe an der Load Cell erzielen kannst. Ganz ohne Weg gelingt dies klarerweise nicht, wie bei den Asetek Invicta. Aber auf jeden Fall wird dieses System zumindest simuliert, um in die Richtung eines hydraulischen Systems wie bei den Asetek Invicta zu gehen. Ein letzter Punkt, den ich noch vergessen habe, ist, setzt auf jeden Fall diesen Endanschlag beim Gaspedal entsprechend so. Auch das habe ich in dem letzten Review bereits erklärt. Ihr seht, beim Komprimieren dieser Feder gelangt ihr mit der Stellschraube in Richtung dieser Kunststoffbuchse. Und nicht von Vorteil wäre es jetzt, wenn du am Endanschlag zu tief gesetzt bist und beispielsweise, ich simuliere das nochmal, ich würde jetzt hier die Schraube etwas hineindrehen, das heißt den Endanschlag etwas tiefer setzen des Gaspedals. Und jetzt würdest du sehen, dass ich beim Komprimieren der Feder am Gaspedal immerzu kollidiere mit unserer Einstellungsschraube und dieser innenliegenden Buchse. Das heißt, ihr habt hier eine unvorteilhafte Einstellung. Du hast jedes Mal am Endanschlag nicht diesen Endanschlag im Einsatz, sondern du haust dir mit dieser Stellschraube immerzu auf diese Buchse drauf. Das ist für die Langlebigkeit nicht sinnvoll. Drehe deinen Endanschlag so weit nach außen, damit du auch über diesen Endanschlag einen ordentlichen mechanischen Endanschlag, bevor dieses Ding auf die Buchse knallt,
setzt. Das sieht dann in diesem Fall so aus. Du siehst jetzt, ich hoffe, ich bekomme das auf die Cam, am Endanschlag hast du immer noch zumindest ein paar Millimeter Spiel hin zu dieser Buchse und so ist dieses Ding dann ordentlich eingestellt. Nach jeder Änderung deiner Pedale, ob Vorspannung, Endanschlag und so weiter und so fort, gehe immer in die RaceHub Software, kalibriere deine Pedale nochmal neu, dann hast du alles auf den Pedalen gespeichert und bist ready to go. Weiter geht's mit dem Forte 2 Stage Load Cell System. In diesem Kapitel erkläre ich euch die technischen Gegebenheiten der von Asetek entwickelten Load Cell Lösung. Eine Load Cell ist eine Wegezelle. Vereinfacht gesagt ist die Load Cell ein elastisch verformbares Bauteil, das sich unter Belastung verbiegt. Im Innenleben einer Load Cell wird durch Messstreifen und Elektrizität der Verformungsgrad bestimmt und somit der Messwert zur Verfügung gestellt. Bei Aseteks Forte-Pedalen wird diese Verformung durch den Druck auf austauschbare zylindrische Elastomere sichergestellt. In diesem Review habe ich mit dem weißen, grünen und gelben Elastomer 3 unterschiedliche Härtegrade im Lieferumfang mit bei. Künftig wird Asetek die Elastomere in 5 Härtegraden anbieten, die von weich bis hart in den Farben hellgrün, grün, gelb, orange und rot abgestuft sind. Es stehen etwa 10 bis 20 mm Pedalweg für die Soft Stage zur Verfügung, bevor der erste Endanschlag erreicht wird. Danach drückt der Außenring des MLCPC-Systems, so wird dies von Asetek genannt, auf ein großes ringförmiges Elastomer, welches die Hard Stage simuliert. Im Bereich dieser zweiten, sogenannten Hard Stage, ist der Widerstand über das ringförmige Elastomer deutlich höher und der für die Verformung der Load Cell nötige Pedalweg verkürzt sich deutlich. Die Soft Stage kann über die austauschbaren Elastomere in der Stärke angepasst werden und simuliert den Vorgang, die Bremszylinder gegen die Bremskolben und diese wiederum die Bremsbeläge gegen die Bremsscheibe zu drücken. Danach soll in der Hard Stage der große und nur mehr schwer verformbare Elastomerring das Gefühl vermitteln, wie gegen eine Wand zu drücken, um weiteren Bremsdruck aufbauen zu können. Wie dies dann auf der Strecke aussieht, das sehen wir uns dann im Rennstreckentest in ein paar Minuten an. Gucken wir uns die technischen Details der Bremse dieses 2-Stage-System der Asetek Forte Pedale nochmal genauer an. Ich wähle hier jetzt ein kräftiges Bremspedal, sozusagen, das ich mir hier kalibriere, drücke auf den Calibrate-Button, drücke dieses jetzt wirklich mal fest durch, lasse dies aus und auf Complete und mein maximaler Bremsdruck wird auf 100% gelevelt. Das heißt, ich habe hier eine kräftige Bremskraft am Pedal und wenn ihr jetzt die Bilder des Bremssystems seht, ich drücke hier nochmal durch und bin jetzt im Bereich, würde ich jetzt mal sagen, bei gut 90% am Endanschlag der zylindrischen Elastomere angelangt. Ab diesem Punkt bewege ich mich in der Hard Stage, da geht es dann um dieses große ringförmige Elastomer, das dann komprimiert wird um die letzten Prozent, würde ich sagen, um die 10% des Spielinputs zu generieren. Das heißt, für die ersten 80-90% bin ich in der Soft Stage unterwegs und ab dann greift die Hard Stage, dieser große zylinderförmige Elastomerring, mit dem ich dann die letzten paar Prozent Input mit einem sehr geringen Weg generieren kann. Nächstes Kapitel: weitere technische Details. Auch in diesem Kapitel gibt es sehr viele Parallelen zum großen Bruder, den Asetek Invicta Pedalen. Die Position vom Gaspedal wird über einen Hall-Sensor berührungslos bestimmt. Vereinfacht gesagt ist hier wieder Strom und ein Magnetfeld im Spiel, um die Position des Pedals berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. Bei den Forte-Pedalen ist der dafür benötigte Magnet an der rechten unteren Seite des Pedalarms angebracht. Unter der Basisplatte ist der Gegenpol verbaut. In der Ausgangslage liegen einstellbare +/- 90 Grad beim Gaspedal und ca. 70 Grad in der Endlage an. Die Pedalkräfte betragen progressiv ansteigende 4,5 Kilogramm beim Gaspedal. Beim Bremspedal sind bis zu 180 Kilogramm Pedalkraft möglich, die im Alltag wohl aber kaum ausgenutzt werden können. An dieser Stelle kurz einen Kräftevergleich mit den mir bekannten Load-Cell-Systemen. Bei Load-Cell-Systemen kommen über den Hebelweg des Pedalarms
gut 2/3 der maximalen Load-Cell-Kapazität direkt am Pedal an. Guckt hierzu meine damaligen Reviews zu Load-Cell-Pedalen an. Bei Fanatec CSP V3 und einer 90 Kilogramm Load-Cell sind dies knapp 70 Kilogramm maximale Pedalkraft. Bei Heusingfeld Sprint und 125 Kilogramm Load-Cell bleiben gut 80-85 Kilogramm an Maximalkraft übrig. Und bei einer Heusingfeld Ultimate 200 Kilogramm Load-Cell könnt ihr maximal 130 Kilogramm an Pedalkraft generieren. Hier seid ihr mit den 180 Kilogramm maximaler Pedalkraft bei den EasyTech Forte in einer sehr hohen Dimension mit sehr viel Spielraum unterwegs. Die Pedalarme sind kugelgelagert und neben den Lagern sind Rückstellfedern eingelassen. Kommen wir zu den Abmessungen. In der Out-of-Box-Einstellung beträgt die Höhe des Pedalsets von der Grundplatte bis zur Oberkante 240 mm. Die Pedalplatten können über das Lochbild angepasst werden. Die Gesamtbreite für das Zweiweg-Pedalset beträgt 215 mm und die Gesamttiefe der Grundplatte misst 405 mm. Weiter geht's mit Verarbeitung, Material und Haptik. Die EasyTech Forte Pedale sind eine Vollmetallkonstruktion. Alle Aufnahmen, Pedalarme, Pedalplatten und der Zylinder und die gesamte Grundplatte, die wurden aus Metall, überwiegend aus Aluminium gefertigt. Ausnahmen sind wiederum die Platine, Elektronik, LED-Beleuchtung, die unterseitige Abdeckung der Grundplatte und eine Gleithülse beim Gasmechanismus. Die Pedalplatten wurden aus 4 mm dicken Aluminium gefertigt. Den Härtetest hatte EasyTech laut eigenen Angaben mit einer Maximalbelastung von bis zu 700 Kilogramm für die Pedalarme vollzogen. In Sachen Verarbeitung, Spaltmaße und Haptik gibt's an dieser Stelle nichts zu berichten. Hier markiert EasyTech allerhöchsten Industriestandard, genauso wie bei den EasyTech Invicta Pedalen. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, das ist die Optik. EasyTechs Forte Pedale machen einen sehr polierten und bis ins letzte Detail durchgestylten Eindruck. Es sieht sehr sportlich, elegant aus und wird durch die schwarz eloxierte Farbgebung und diesen orangefarbenen Akzenten wiederum unterstrichen. Die LED-Beleuchtung lässt weitere optische Anpassungen zu und wenn euch dies nicht gefällt, könnt ihr die LED-Beleuchtung über die RaceHub-Software ausschalten. Rückseitig findet sich auf allen Pedalarmen das EasyTech-Logo und ein Schriftzug wieder. Das auf der Grundplatte angebrachte Branding ist erhaben und vorderseitig angebracht und wirkt edel. Kommen wir zum Hauptkapitel, unserem Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die EasyTech Forte Pedale an einem Next Level Racing GT Elite Cockpit. Im Rennstreckentest fällt die spielfreie und sehr knackige Betätigung der Pedale sofort auf. Auch mit den EasyTech Forte Pedalen gibt's einen sehr kurzen Pedal- und somit Reaktionsweg, gleich wie beim großen Bruder den EasyTech Invicta. Durch den extrem schnellen Input von 0 auf 100% muss man sich umstellen, wenn man Pedale mit einem längeren Pedalweg gewohnt war. An dieser Stelle haben wir im EasyTech Invicta Review sehr ausführlich über die Trailbraking-Technik gesprochen. Hole dies bei Bedarf unbedingt nach, wenn du deine Rundenzeiten nach unten drücken willst. Über den Druck und minimalen Pedalweg geht dies kurz zusammengefasst sehr schnell vonstatten und spart am Ende wertvolle Zehntelsekunden auf der Strecke. Verglichen mit den EasyTech Invicta Pedalen kann ein rein Load-Cell-basiertes System keine Input-Änderungen ohne Pedalweg generieren.
Diesen Umstand gleicht EasyTech mit den Forte-Pedalen aber gut aus, da die vorher erklärte technische Umsetzung mit 2 unterschiedlichen Elastomer-Stages diesbezüglich einen sehr guten Job macht. Beachtet hierbei aber, dass die Hardstage der Forte-Pedale lediglich für die etwa letzten 10% Pedalinput verantwortlich sind und auch hier ein zumindest minimaler Weg am Pedal zurückgelegt werden muss. Die Möglichkeit, ohne jegliche Pedalbewegung eine große Bandbreite an Input zu generieren, das ist nur mit den hydraulischen EasyTech Invicta Pedalen umsetzbar. In Sachen Gaspedal ist die Dosierung sehr exakt, da gut gelagert. Die Pedalkräfte sind gut abgestimmt. Über die anpassbaren Pedalkurven in der RaceHub Software haben wir bereits gesprochen. Das ist auf jeden Fall ein wertvolles Feature, wenn du ein Enthusiast auf der Rennstrecke sein willst. Weiter geht's mit den negativen, neutralen und positiven Aspekten sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Beginnen wir mit den negativen Aspekten. Erster negativer Aspekt ist die kompromisslose Geräuschkulisse. Bei den Endanschlagen des Gaspedals knallt das Metall des Gaspedals auf eine Schraube aus Metall. Hier hätte man Abdeckkappen aus Kunststoff beilegen können, da im Wohnbereich akustische Aspekte eine Rolle spielen können. Wie man dieses Problem für ein paar Cent günstig beseitigen kann, das habe ich euch vor ein paar Wochen in dem oben verlinkten Video gezeigt. Schade, dass die EasyTech Forte Pedale nicht gleich vom Start weg dahingehend adaptiert wurden, weil dieses Problem schon bei den EasyTech Invicta Pedalen bekannt war. Ein weiterer negativer Aspekt ist die Variabilität in Sachen Pedalabstand, wenn man mit dem Zweiweg-Pedalset unterwegs sein möchte. Die Bauweise erlaubt keine freie Positionierung der Pedale und Abstände zueinander, und so können lediglich die Pedalplatten in geringem Maß angepasst werden. Gerade mit dem modularen und einfach zu verbindenden Kupplungspedal sieht man, dass dies ohne Probleme möglich wäre. Genau dies wäre auch für Gas- und Bremspedal wünschenswert und ein großer Pluspunkt in Sachen Variabilität. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Preislich stufe ich 499 € fürs Zweiwege-Pedalset teuer, aber fair ein. Als Vorbesteller lassen sich auch diesmal ein paar Euronen sparen. Achtet dahingehend bitte auf die aktualisierten Details auf der EasyTech Homepage. Weiter geht's mit den positiven Aspekten. Die Verarbeitung und Materialauswahl sind höchster Standard. Alles wirkt sehr solide und sehr langlebig. Metall soweit das Auge reicht. Gleiches gilt für die übersichtliche und einfach zu bedienende RaceHub Software. Ebenso einfach und werkzeugfrei lassen sich Einstellungen binnen Sekunden anpassen. Die Elastomere sind in einem Gehäuse eingefasst. Das ist gut in Sachen Langlebigkeit. Das Design hinterlässt in meinen Augen einen stylischen Eindruck und die anpassbare LED-Leiste, die bringt ein weiteres Designmerkmal ans Rig, wenn dir dies gefällt. Im Rennbetrieb fühlen sich die kugelgelagerten Pedalarme sehr exakt, sehr gut zu dosieren an. Die Abstimmung der Pedalkräfte ist passend und realistisch ausgelegt. In Sachen Load-Cell-Bremse finde ich das EasyTech Forte Konzept innovativ. Softstage via zylindrisches und austauschbares Elastomer, um die Simulation des Pedalwegs zwischen Betätigung und Anliegen der Bremsbeläge an der Scheibe zu simulieren, das ist der erste Punkt. Und ab diesem Punkt kommt für die Hardstage ein großer Elastomerring mit höherem Widerstand ins Spiel. Dies resultiert in den im Rennstreckentest ausführlich erwähnten Vorteilen und kann bei Bedarf die Rundenzeiten purzeln lassen, wenn du dich an dieses System gewöhnen willst. In Sachen Heimkomfort gibt's mit den bei EasyTech Forte beigepackten Pedalplatten deutliche Komfortvorteile für Anwender, die mit Socken oder barfuß unterwegs sein wollen. Diese Pedalplatten wird's später separat auch für die EasyTech Invicta optional zu bestellen geben. Fazit und Kaufempfehlung. EasyTech setzt seinen Ausbau des Portfolios mit den Forte-Pedalen in meinen Augen erfolgreich fort. Der Erstauftritt mit EasyTech Invicta war sehr ausgereift und super vorbereitet, durchgetestet und von sehr langer Hand geplant. Und auch mit Forte stimmt der Weg. In Sachen Heimkomfort gibt's Aufholbedarf in Sachen Akustik beim Gaspedal. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis markieren die EasyTech Forte Pedale die Spitze meiner bis dato getesteten Load-Cell-Pedallösungen. Für den Dreiweg-Pedaleinsatz muss klarerweise
ein deutlicher Aufpreis in Kauf genommen werden. Im Gegenzug muss man sich aber nicht um weitere Aufpreise für die Fußablage oder andere Dinge kümmern. Eine klare Kaufempfehlung gibt's für Enthusiasten, wenn man dem Realismus des Rennsports im eigenen Wohnzimmer am eigenen Rig näher kommen möchte. Gründe dafür sind ein kurzer Pedalweg auf der Bremse, die Möglichkeiten, in hohe Bremskräfte am Pedal vorzudringen und mit einem durchdachten Zwei-Wege-Konzept der Elastomere. Dieses erlaubt es weiter an der Trailbraking-Technik feilen zu können. Du wirst kommend von Low-Cell-Pedalen mit längeren Pedalwegen etwas Eingewöhnungszeit benötigen. Sei dabei geduldig. Ein weiterer Kaufgrund ist das durchdachte Design, werkzeugfreie Einstellmöglichkeiten in Sekundenschnelle und eine wirklich gut durchdachte Software. Verglichen mit den EasyTech Invicta-Pedalen nimmt EasyTech mit den Forte-Pedalen sehr viele positive Aspekte mit an Bord. Der Preisunterschied zum großen Bruder ist deutlich und fair angesetzt. EasyTech positioniert das Premium-Modell Invicta mit dem in meinen Augen genialen Hydraulikkonzept nach wie vor für Enthusiasten zum fairen Preis an. Und denselben Weg beschreitet man nun mit den Forte-Pedalen, wenn es um Low-Cell-Lösungen geht. Vor dem spannenden Ausblick logge dich jetzt bitte bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst und ob Pedale dieser Preisklasse ein Thema für dich sein könnten und wie du die Unterschiede zwischen EasyTech Forte und EasyTech Invicta siehst. Wenn es dir gefallen hat, dann lasse gerne einen Like oder ein Abo da. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb in der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Dies ist via PayPal, Patreon oder über meinen Amazon Affiliate Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr bezahlst und Amazon paar Euronen an Provision für mich übrig lässt. Und weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. In nächster Zeit werde ich mich um ein Rig von RaceX, einem Ableger von SimLab, kümmern. Und von 3D-Rap gibt's eine Handbrake und einen Shifter zu reviewen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, euer Ron.